Hallo liebe Freunde, da bin ich wieder mit einem neuen Video und das ist ein Porsche GT2 RS mit 700 PS. Das ist so ziemlich das Schärfste, was Porsche überhaupt gebaut hat. Auto kommt aus dem Jahr 2018. Jetzt hat der Wagen so viele Besonderheiten, dass ich mir gleich einen Zettel nehmen muss. Das müsst ihr bitte entschuldigen, weil das muss ich ablesen. Das ist so komplex, aber das ist so ein toller Wagen. Der Wagen kommt übrigens aus einer Stadt. Diese Autos sind ja seinerzeit verteilt worden, die konnte man nicht so ohne weiteres bestellen. In dieser Stadt gab es nur 2 dieser Fahrzeuge aus dem Jahr 2018 und das ist einer von beiden, ein guter Kunde von mir, der uns das Auto jetzt anvertraut hat, damit ich es euch anbieten kann. Also vielleicht mal so ein paar Informationen zu den Leistungsdaten von diesem tollen Wagen. Dieser GT2 RS, der schafft es in 2,8 Sekunden auf 100. Das ist Wahnsinn. Und nach nur 8,3 Sekunden hat er die 200 Stundenkilometer Grenze erreicht. Der Wagen hat keine 10.000 Kilometer zurückgelegt, ist ja wie gesagt aus erster Hand und ist nie auf einer Rennstrecke gewesen. Das heißt, ihr könnt hier ein Auto kaufen, was für eine Sammlung geeignet ist, was sich in einem super Zustand befindet und was fast neuwertig ist. Dieses Modell ist mit einem Weißachpaket ausgestattet und wie ihr hier sehr gut erkennen könnt, fast die Hälfte des Autos besteht aus Carbon. Das hat ja wirklich irre Details. Hier einmal übers Dach gezogen, dann hier vorne die Spiegel, die Ecken, über den Rädern die Lufteinlässe. Komplett Carbon, das hat er natürlich auf beiden Seiten. Dann die Motorhaube ist auch aus hochwertigem Carbon. Das Auto verfügt hier über ein Weißachpaket, das kostet ungefähr insgesamt, also sämtliche Extras, die hier verbaut sind, kosten einen Aufpreis von ungefähr 50.000 €. Also wenn man hier hineinschaut, kann man sagen, das ist unglaublich geschmackvoll gemacht. Rotes Alcantara, das ist zweifarbig, hier mit einem gelben Streifen, so ein Schwarz Alcantara. Dann hat er hier die Automatik, auch mit roten Streifen. Alcantara-Sitze hier in wunderschönem Rot-Schwarz, also wirklich unglaublich geschmackvoll bestellt. Hier vorne alles aus edelstem Carbon. Hier vorne kann man sehen, das ist ein weißer Fahrzeug, ein RS. Die schöne Uhr, ein ganz tolles Gimmick auf dem Armaturenbrett und rumlaufend auf dem ganzen edel gemachten Armaturenbrett sind die roten Nähte. Zieht sich auch hier den Himmel. Paul, schau dir das mal an. Das ist einfach irre gemacht. Der gesamte Himmel ist aus rotem Velour, nicht Velour, Entschuldigung, Alcantara natürlich. Hier ist übrigens der Käfig, auch das ist ein Extra, hat sich der Erstbesitzer reinbauen lassen, ist wie gesagt aber nie Rennstrecke gefahren mit dem Auto. Und schaut euch mal diese irren Schalensitze an. Hier oben steht auch eingestickt, ganz edel, Weissach RS. Also der Wagen, der ist nicht nur was für eine Sammlung, der ist auch richtig zum Fahren. Ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz hier ein paar kleine Accessoires in der Mittelkonsole. Auch hier wieder Carbon, hier Sportauspuffanlage, hier Stoßdämpfer, ESC, man kann auch ohne fahren, ist aber richtig gefährlich. Wie gesagt, der Wagen ist in 8 Sekunden auf 200, also man kann sich ungefähr vorstellen, 2,8 auf 100, das heißt eigentlich genauso schnell wie ein Motorrad, und zwar der allerschärfsten Ausführung. Dieser Schalter übrigens heißt PDK Sport, das heißt, das ist eine Art Getriebeumwandlung, wo Sie richtig noch ganz anders mit schalten können und die Kraft noch ganz anders auf den Boden bringen können. Hat dieser Wagen auch. Ja, was haben wir noch? Hier ist eine Mittelkonsole für ein kleines Handy, das hat man schon gemacht. Das Auto ist ja erst 2 Jahre alt. Hier vorne ist das Navigationssystem und wie man das sonst so bei Porsche üblicherweise kennt, die ganzen anderen Schalter und Knöpfe, die eigentlich bekannt sind, die muss ich jetzt gar nicht kommentieren. Ich mache hier vorne mal kurz das Handschuhfach aus. Hier ist das Auto ist lückenlos, Checkheft gepflegt. Hier ist die Betriebsanleitung. Also wenn ihr mal hier schaut, das ist der Tachometer, der geht bis 400 Stundenkilometer. Das habe ich eigentlich ziemlich selten bei Autos. Drehzahl bis 7000, also wenn 700 PS losgelassen werden und 7000 drehen, da kann man sich ja vorstellen, was das bedeutet. Da gibt es qualmende Reifen. Wie gesagt, man muss aber verdammt vorsichtig fahren. Also das Tolle an dem Wagen, was ich finde, der ist super geschmackvoll ausgestattet. Der hat außen diese schöne silberne Farbe, dann das mit dem Carbon, innen dieses Schwarz-Rot. Ein tolles Auto. Und wir sind preislich nicht allzu hoch mit dem Wagen. Der liegt bei um 350.000 €. Ich würde sagen, ist fast ein Sonderangebot. Es gibt mehrere, die kosten auch 400 und mehr. Und dieser hier, der wird sich zum Sammlerstück entwickeln. Da bin ich 100% sicher.
gar nichts verstanden. Ist doch egal. Nochmal auch zum Mithören, das war gerade ein bisschen laut, ein irrer Sound, wirklich ein faszinierendes Teil. Muss man kaufen, muss man haben. So, jetzt mache ich nochmal vorne auf, wie das vorne in der Haube aussieht. Da ist er. So, ich meine, Reisen macht man ja mit diesem tollen Wagen sowieso keine, aber wenn man da mal wirklich mal verreisen möchte, da vorne passen jetzt 2 kleine Taschen rein. Das ist aber dann noch alles, weil der Wagen ist ja sonst komplett aus Technik bestehend und mehr Platz für Gepäck gibt es einfach nicht. Ja, hier auch die Haube übrigens von unten gut zu sehen, alles Carbon, dementsprechend leicht ist der Wagen, also wiegen tut das Auto 1450 Kilo. Ja. So, jetzt mal wieder zu. Muss man vorsichtig machen bei so einem teuren Auto, damit nichts drankommt. Vielleicht noch mal ein schönes Detail, auch der Spoiler hier unten eingeprägt, GT2 RS. Das gleiche hier, alles aus edelstem Carbon als Sonderausstattung bei diesem Auto. Auch die gesamte Haube ist Carbon, das ist hier lackiert. Hier vorne auch das Porsche-Wappen, was ja normalerweise aus Metall ist. Das ist hier nicht aus Gewichtsersparnisgründen. Also wirklich ein rein rassiges Sportgerät. Übrigens auch diese tollen Lichter, darauf sei mal verwiesen. Edelste Ausführung von Porsche. Wirklich ein klasse Auto. Bin echt begeistert von dem Wagen. So, ich mache jetzt mal den Motorraum für euch auf. Schwupp, da hat er sich geöffnet. Hier ist das Allerheiligste, wo die Riesenbrause herkommt. Man kann auch hier wieder leider nicht so viel sehen, ist alles verbaut, aber auch aus Carbon. Hier sind die Lüfterräder. Da vorne ist der Öleinfüllstutzen. Daneben denke ich mal Wasser. So sieht das aus, ist halt eben alles modernst, heute verschachtelt und gebaut. Wäre immer spannend, so eine Maschine zu sehen. Der Wagen hat 2 Turbolader und deswegen entwickelt er auch diese 700 PS. Es ist wirklich gigantisch. Keine 3 Sekunden bis 100, das ist echt was für Freaks. Also der Wagen, wirklich. Wenn man diese Haube hinten schließt, muss man hier vorne dieses rote Teil ziehen, weil das sonst blockiert und dann bricht man das vielleicht ab. Ich mache es jetzt wieder zu. Gigantisches Auto. Wirklich ein toller Wagen, kann ich nicht anders sagen. Auch hier dieses tolle Detail oberhalb des Motorraums, unterhalb des Flügels, alles aus Carbon. Also die haben bei Porsche wirklich auf jedes Detail geachtet und das ist einfach wunderschön gemacht. Einer der schönsten Porsche, die ich je gesehen habe. Also für mich persönlich jetzt ist das ein total irres Teil. Hier mal ein kleiner Schwenk auf diesen wirklich mächtigen Flügel. Also wenn da jetzt Düsen dran wären, könnte man fast meinen, der könnte fliegen. Ein gewaltiges Ding. Aber der muss ja auch wirklich auf die Straße gepresst werden bei der Geschwindigkeit. Hier nochmal der schöne Schriftzug GT2 RS. Hier die Heckleuchten von der modernsten, aktuellen Version auch. Ja, hier die ganzen, übrigens die Felgen. Zu den Felgen möchte ich noch erwähnen, auch Magnesiumfelgen, höchstwertig gemacht. Vieles aus dem Rennsport, man guckt sich mal hier die Bremsscheiben an, das ist einfach nur noch gigantisch. Aber ein Auto, was 340 Stundenkilometer schnell ist, der braucht das auch, um wirklich sicher fahren zu können. Hier an der Seite seht ihr die Lufteinlässe zu den hinteren Rädern, auch aus höchstwertigem Carbon gemacht. Das gleiche gilt hier für die Haltegriffe von der Tür, für die Türgriffe. Und ich öffne euch auch noch mal ganz kurz, ich nehme kurz meinen Zettel raus, schaut da noch mal rein, Feuerlöscher, diese tollen rot-schwarzen Sitze, also das ist wirklich ein Auto, wunderschön gemacht. Paul, geh vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter nach hinten, damit unsere Fans einfach sehen, was das ein irres Auto ist. Er ist nicht nur einfach scharf, sondern der Wagen ist auch wirklich schön gemacht. Das ist echt was für Liebhaber, finde ich. Wirklich ein tolles Fahrzeug. Also, ja. Wie gesagt, Auto steht bei uns in Rosenheim. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Im schönen Oberbayern, der Wagen ist hier noch zu haben. Wir haben ja diverse Anfragen schon. Ist was ganz Besonderes und freue mich, euch kennenzulernen. Bis zu meinem nächsten Video. Alles Gute, ciao. Bleibt gesund.